Machen wir doch mal einen Rolltest mit einem Waggon. Ja, ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Wir werden heute hier oben am Berg weiterarbeiten. Beide Strecken müssen hier verschwinden. Die Transrapid-Strecke und auch die Zugstrecke. Wir müssen eine Konstruktion finden, damit das hier verschwinden kann. Vorher jedoch die Zugstrecke bearbeiten und die Steigung weiterführen. Auf geht's! Ein bisschen Vorbereitung habe ich hier schon gemacht, wie ihr seht, da kann ich die Schienen dann wunderbar drauf platzieren, allerdings hier im Tunnel ohne Unterbau und ohne Schwellen. Schiene für Schiene wird hier jetzt eingebaut und es wird darauf geachtet, dass natürlich nicht die Steigung zu steil wird. Also ich darf höchstens ein Brick pro Schiene Unterschied haben. Am besten nur 2 bis 2,5. Aber das kriege ich durch diese Technik, wie ich die baue, auf jeden Fall hier hin. Ihr könnt euch das mal angucken. Ich habe dieses Knickgelenk hier einfach eingebaut mit Technik und das funktioniert sensationell. Ist auch ziemlich schwergängig, was wiederum gut ist für die Schienen. Ja, ich finde es nicht schlecht gelungen. Und auch die Schwellen werden nach hinten hin weniger werden. Ihr seht, ich habe das schon so ein bisschen ausgedünnt und auf diese Schiene kommt dann letztendlich gar nichts mehr drauf, weil wir uns dann im Tunnel befinden und die Schienen bzw. die Schwellen gar nicht mehr sehen. Stabil ist es, hört es euch an. Ja, ich glaube, so können wir das absolut lassen. Ich finde es nicht schlecht, wie gesagt, hier die Ausdünnung der Schwellen und das reicht auch vollkommen aus. Auch hier habe ich schon die erste Kurve einmal eingefügt und nach unten hin auch verbunden. Und zwar habe ich das Ganze nach rechts hin hier mit einem Turntable dann auf der Platte versehen. Und somit sind die Schienen auch gesichert gegen seitliches Verschieben und Ausbrechen. Ja, und ich glaube, das ist erstmal ganz gut so. Jetzt werden wir hier noch eine Gerade dran machen. Die Gerade ist jetzt hier an dieser Stelle auch eingefügt, auch unten wieder mit einem Turntable versehen und verbunden, sodass sich die Schienen nicht verrücken lassen nach links und rechts. Und stabil ist das Ganze natürlich sowieso, das ist natürlich ganz klar. Machen wir doch mal einen Rolltest mit einem Waggon. Ja, das funktioniert doch tadellos, aber auch meine Loks können hier wunderbar drauf fahren und die 9-Volt-Motoren, die schaffen so eine Steigung mit Sicherheit ohne Probleme, was ja auch auf dem anderen Berg zu sehen ist. Schauen wir uns das Ganze mal hier von oben an. Der Transrapid ist so weit, wie er nur fahren kann und mehr geht er auch nicht nach rechts und von daher passt das alles auch mit der Lok. Wir werden diesen hinteren Teil ja gar nicht mehr sehen. Jetzt heißt es gleich hier eine Konstruktion irgendwie zu überlegen. Doch bevor wir das tun, erstmal hier oben diese Konstruktion hier wegzukriegen und zu stabilisieren. Und das werde ich in erster Linie höchstwahrscheinlich mit Plates heute machen. Also auf geht's! Das Ganze habe ich jetzt hier an dieser Stelle erstmal ordentlich stabilisiert. Es ist richtig stabil und es ist auch alles auf einer Ebene. Es ist genau die gleiche Höhe. Ja, wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Ja, und so sieht das Ganze hier hinten aus. Ich habe nochmal 2 Schienen einfach so dran gehängt und die Kurve, die wieder nach unten führt, hier eingefügt. Und einfach mal zu gucken, wie hier das Tunnelportal und alles andere weitere laufen soll. Ja, jetzt heißt es gleich hier überlegen, doch zuvor werde ich diese Fläche hier oben nochmal links etwas bearbeiten. Um das Ganze hier jetzt noch ein bisschen mehr zu stabilisieren, werde ich wieder mit Plates arbeiten, diesmal mit 2x4 in grün. Ja, da habe ich halt so unendlich viele von da und das wird jetzt hier alles nochmal schön festgeklickt. Es sitzt auch ganz schön stramm, muss ich sagen. Ich muss auch aufpassen, dass ich nach unten wieder gut abstütze mit den Fingern, damit ich das Ganze nicht hier und da eventuell wieder durchdrücke. Aber ich glaube, das sieht erstmal so ganz fein aus. Ich schwenke mal hier ein bisschen mit der Kamera umher. Ja, und wie ihr seht, es ist alles hier mit grünen Plates versehen. Es wird natürlich in erster Linie Berg noch weitergeführt, aber naja, bis hierhin geht es ja erstmal. So, und jetzt schauen wir mal in den Tunnel rein und ihr seht, da hinten, da ist noch so eine kleine gelbe Stelle. Die müssen wir auf jeden Fall noch überbauen. Ja, ich denke mal, mit Dunkelgrau wird das dann geschehen. Aber jetzt erstmal auch überlegen, wie überdache ich das Ganze hier? Wie soll das geschehen? Nach langem Überlegen gab es hier eigentlich überhaupt keine Kompromisse. Es ging nur so zu lösen und es war die einzige und richtige Möglichkeit, allein aufgrund des Gewichts. Und ihr seht, auf den Viertelmillimeter, es passt haargenau. Wir können hier oben wunderbar drauf weiterbauen. Ich gehe jetzt nochmal ganz nah mit der Kamera hier in das Tunnelportal rein, oder zumindest so gut es geht. Und ihr seht, an dieser Stelle hier habe ich das Grau gesetzt innen an den Schienen. So kann man das Gelbe, wie vorhin gezeigt, auf jeden Fall nicht mehr sehen. So, und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt werden wir auch so ein bisschen hier die obere Rahmenfläche mit Plates und Steinen verbauen.
Ich belege das Ganze hier jetzt erstmal mit 2x4 Plates und anschließend werde ich das Ganze festjustieren mit 2x4 Bricks. Ja, und das Ganze mache ich hier komplett auf dem Rahmen entlang, damit das Ganze richtig erstmal eine Ebene ist. Vielleicht kommen hinterher auch noch Plates drauf, das kann sein. Wofür das Ganze ist ganz klar, wenn ich hier eine bebaubare Platte hier drauf mache, ein Modul, dann kann ich halt schnell an diese Stelle dran, um den Transrapid irgendwie mal wieder hinzustellen, falls er stecken bleibt oder auch ein Zug entgleist. Bevor wir heute zum Vorher-Nachher-Bild kommen, gehe ich noch mal ein bisschen näher dran und zeige euch, wie ich das hier gemacht habe, denn aus der Entfernung sieht man es ja doch nicht immer so genau. Ja, hier sieht man die Plates und auch die Steine drauf. Wozu das Ganze? Damit, wenn ich von unten hochbaue, das Ganze miteinander wieder gut verbinden kann. So mein Ziel natürlich. Ich denke, es war heute ja ordentlich, kann man wirklich sagen. Und schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was ihr heute davon haltet. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir gleich erstmal tatsächlich das Vorher-Nachher-Bild, denn das war tatsächlich einiges mit der Zugstrecke, mit der Steigung und diesem ganzen Aufbau. Wirklich auf den Millimeter alles geschnitten und auf geht's. Kommen wir zum heutigen Vorher-Nachher-Bild. So sah die Geschichte aus, bevor wir das Video gestartet haben und so hinterher. Ja, ich glaube, das ist doch echt gar nicht so schlecht. Ich musste mir halt was einfallen lassen und auch Stabilität spielt bei mir ja immer eine große Rolle, denn es kommen noch ganz schön viele Kilos obendrauf und das muss halt vernünftig gestaltet werden und geht auch nur mit einer vernünftigen Unterkonstruktion. Ja, was meint ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr heute davon haltet. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar, die lese ich immer so gerne und antworte auch immer und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht und ich denke, hier werden wir das Ganze so ein bisschen hochziehen, grob natürlich, vielleicht auch von da hinten, denn wir müssen irgendwie versuchen, dass wir im rechten Winkel bleiben, sonst hat das Ganze nämlich überhaupt keinen Sinn. Ja, und ihr seht, wie groß die Fläche ist, wenn man sich so eine Baseplate daneben anguckt, ist schon irre, was da senkrecht hochgebaut werden muss. Also, ich würde sagen, bis nächsten Donnerstag, 18:30 Uhr und ihr wisst, beim Bauen kommen die besten Ideen. Also, bis dahin. Tschüss, machen wir doch mal einen Rolltest mit einem Waggon.